Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Geschichte eines Deutschen. Die Erinnerungen 1914–1933 ist ein zutiefst bewegendes und aufschlussreiches autobiografisches Werk von Sebastian Haffner, das die turbulente Zeitspanne zwischen dem Ersten Weltkrieg und dem Beginn der NS-Herrschaft reflektiert. Das Buch bietet einen seltenen persönlichen Einblick in die Erlebnisse, Gedanken und Gefühle eines jungen Deutschen, der Zeuge und Teilnehmer einer Epoche war, die das Schicksal Europas für immer veränderte. Haffner beschreibt nicht nur die historischen Ereignisse, sondern analysiert zugleich ihre Wirkung auf das Alltagsleben, die Moral sowie die politische und gesellschaftliche Entwicklung eines ganzen Landes. Sein Bericht beginnt in der Kindheit während des Ersten Weltkrieges, setzt sich fort durch die chaotischen Jahre der Weimarer Republik bis hin zur bedrohlichen Machtergreifung Hitlers. Die Erinnerungen sind einzigartig in ihrer Ehrlichkeit, kritischen Reflexion und der Fähigkeit, zeitlos relevante Fragen nach Verantwortung, Freiheit und individueller Integrität zu stellen. Das Werk ist sowohl literarisch als auch historisch bedeutsam und gilt als eine Pflichtlektüre für alle, die die Ursprünge und Mechanismen diktatorischer Systeme verstehen wollen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Der Erste Weltkrieg und das Ende des Kaiserreichs. Im ersten wichtigen Thema seines Werks schildert Haffner seine prägenden jugendlichen Erfahrungen mit dem Ausbruch und Verlauf des Ersten Weltkriegs. Die anfängliche Begeisterung, die viele junge Deutsche zu Beginn des Krieges befiel, erfasst auch den jungen Haffner. Er beschreibt, wie das gesamte gesellschaftliche Klima durch patriotische Euphorie und kollektivistisches Denken bestimmt wurde. Zugleich reflektiert er jedoch die Auswirkungen der Kriegsjahre auf das individuelle Leben. Hunger, Entbehrungen, Verlust geliebter Menschen und die allmähliche Entzauberung des Kampfes. Mit dem Ende des Kaiserreichs und dem Sturz des Monarchen erfahren Haffner und seine Generation den fundamentalen Wandel der politischen Ordnung. Diese Erfahrungen formen ein bleibendes Misstrauen gegenüber politischen Autoritäten und ein tiefes Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit der Gesellschaftsordnung. Die Kindheit und Jugend in dieser Zeit verbindet Haffner mit einer kritischen Analyse, wie kollektive Stimmungen die Bildung von Moral, Identität und Weltbild beeinflussen. Zweitens: Die Weimarer Republik. Chancen und Scheitern. Das zweite zentrale Thema umfasst die Zeit der Weimarer Republik, deren politische und gesellschaftliche Entwicklungen Haffner aus eigener Anschauung erlebt. Er schildert die Herausforderungen der jungen Demokratie: politische Instabilität, wirtschaftliche Not, Hyperinflation und die tiefgreifende Spaltung der Gesellschaft. Haffner analysiert, warum es der Republik nie gelang, eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen. Die andauernden Unruhen und Umsturzversuche von Links- und Rechtextremen führten zu permanenter Unsicherheit. Gleichzeitig erkennt er in diesen Jahren einen Zeitraum voller kultureller Lebendigkeit und intellektueller Aufbruchsstimmung, etwa im Bereich der Literatur, Kunst und Wissenschaft. Trotzdem bleibt für Haffner die Grundfrage, warum so viele Menschen fähig waren, sich gegen demokratische Prinzipien zu wenden und warum die Demokratie am Ende von ihren Feinden überwältigt wurde. Drittens: Aufstieg und Mechanismen des Nationalsozialismus. Sebastian Haffner widmet sich im dritten bedeutenden Themenkomplex dem rasanten Aufstieg der Nationalsozialisten. Er arbeitet heraus, wie gesellschaftliche Unsicherheit, wirtschaftliche Krisen und das Misstrauen in die Demokratie eine Atmosphäre entstehen ließen, in der radikale und autoritäre Bewegungen Zulauf fanden. Haffner beschreibt eindringlich, wie es Hitler und seinen Anhängern gelang, Massen zu mobilisieren und den Rechtsstaat Schritt für Schritt auszuhöhlen. Besonders eindrucksvoll ist Haffners Analyse, wie einzelne Bürger langsam ihre Freiheit, Hemmungen und moralische Überzeugungen abgeben, indem sie die Zeichen der Zeit entweder ignorieren oder sich dem Anpassungsdruck beugen. Daraus ergibt sich eine kritische Reflexion darüber, wie totalitäre Systeme langsam wachsen und wie vermeintlich banale Alltagshandlungen letztlich einen Anteil am Untergang der Demokratie haben. Viertens: Persönliche Widerstände und Anpassungen.
In diesem Kapitel zeigt Haffner anschaulich, wie er persönlich mit den Veränderungen und Bedrohungen der politischen Landschaft umgeht. Er schildert seine individuellen Reaktionen auf den wachsenden Antisemitismus, die Gleichschaltung der Medien und das Eindringen nationalsozialistischer Ideologie in den Alltag. Haffner reflektiert ehrlich seine eigenen Ängste, Zweifel und die Phasen der Unsicherheit darüber, wie er sich selbst verhalten soll. Widerstand leisten, anpassen oder ausweichen. Diese individuelle Perspektive ist von zentraler Bedeutung, weil sie die inneren Konflikte sichtbar macht, mit denen viele Deutsche damals konfrontiert waren, und die Mechanismen der Selbstrechtfertigung oder Resignation beleuchtet. Haffners Analyse bietet so nicht nur historische Einsichten, sondern auch universelle Erkenntnisse über menschliche Schwächen und die Möglichkeiten moralischer Standhaftigkeit in schwierigen Zeiten. Schließlich gesellschaftliche Verantwortung und das Verhältnis zur Geschichte. Im letzten Schwerpunktthema stellt Haffner die Frage nach individueller und gesellschaftlicher Verantwortung in geschichtlichen Umbruchssituationen. Er argumentiert, dass das Verhalten jedes Einzelnen, selbst in scheinbar kleinen und privaten Entscheidungen, eine große Wirkung auf den Verlauf der Geschichte ausüben kann. Haffner widerlegt den verbreiteten Mythos von der Machtlosigkeit des Einzelnen gegenüber den großen politischen Strömungen. Er fordert dazu auf, kritisch zu bleiben, eigene Werte zu bewahren und sich der Versuchung der Gleichgültigkeit zu widersetzen. Der autobiografische Ansatz führt dem Leser plastisch vor Augen, wie schwierig, aber auch wie notwendig es ist, eigene Überzeugungen zu verteidigen. Damit liefert Haffner ein Plädoyer für mehr Zivilcourage, Verantwortungsbewusstsein und Widerstandsfähigkeit gegenüber Unrecht und Unmenschlichkeit. Zusammenfassend: Geschichte eines Deutschen ist weit mehr als nur eine persönliche Chronik und ein historisches Dokument. Das Werk eignet sich besonders für Leserinnen und Leser, die über die Mechanismen der politischen Radikalisierung, die Entstehung diktatorischer Systeme und den individuellen Umgang mit gesellschaftlichen Krisen mehr erfahren möchten. Politisch Interessierte, Historiker, Schüler und Studierende, aber auch diejenigen, die sich für Fragen der Ethik, Moral und Verantwortung interessieren, finden in Haffners Erinnerungen zahlreiche Denkanstöße und tiefgründige Einblicke. Wer dieses Buch liest, erhält nicht nur einen einzigartigen Zugang zur Lebenswirklichkeit während der Weimarer Republik und des frühen Nationalsozialismus, sondern auch Inspiration für das eigene Handeln in heutigen, unsicheren Zeiten. Haffner zeigt, dass die Herausforderungen von Demokratie und Freiheit keine rein historischen Probleme sind, sondern aktuelle Relevanz besitzen. Beim Lesen werden Parallelen zu gegenwärtigen Entwicklungen deutlich, sei es bei gesellschaftlicher Ausgrenzung, Radikalisierung oder dem schleichenden Verlust demokratischer Werte. Durch die Tiefe, Authentizität und Reflexion, die Haffner bietet, sticht dieses Buch klar aus der Vielzahl zeitgeschichtlicher Werke hervor. Im Vergleich zu anderen Erinnerungsbüchern legt Haffner einen seltenen Fokus auf die persönlichen und moralischen Zwiespalte des Einzelnen. Seine Sprache ist klar, eindringlich und auch heute noch voller Gültigkeit. Aus diesen Gründen empfiehlt es sich, Geschichte eines Deutschen zu kaufen, nicht nur als historische Pflichtlektüre, sondern auch als Handlungsanleitung zur Wahrung von Freiheit und Menschlichkeit in allen Lebenslagen. Wenn Sie unterstützen möchten, Sebastian Haffner, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.